In diesem Video werden wir die Wirtschaftsleistung der Türkei im Jahr 2022 genauer betrachten. Wirtschaftskrisen sind aktuell ein globales Problem. George Friedman, US-amerikanischer Geostratege und Politologe, hatte 2004 in seinem Manuskript für sein Buch Die nächsten 100 Jahre die Türkei als eines der Länder aufgezählt, welches wirtschaftlich den größten Aufschwung erleben werde. Die Türkei wird von einem Höhepunkt zum nächsten Rekord gelangen, sagte Friedman. Er scheint damit recht zu haben, denn das Bruttoinlandprodukt der Türkei pro Einwohner ergab im Jahr 2022 kaufkraftbereinigt über 38.000 US-Dollar. Das ist der höchste Stand in der Geschichte der Türkei. Seit den letzten 10 Jahren verzeichnet die Türkei ein positives Wachstum, was kein anderes Land von sich behaupten kann. Die Türkei exportierte zudem im Jahr 2022 Produkte im Wert von 254 Milliarden Dollar, was der höchste Wert in der Geschichte der Türkei ist. Die Türkei hat auch noch nie 816 Tonnen Goldreserven besessen und verzeichnet damit einen weiteren Rekord. Das Bruttoinlandprodukt ist ein Wert, welches aussagt, wie viel Produkte die Menschen in einem Land hergestellt und verkauft haben. Jedes Jahr wird so festgestellt, wie viel dieser Wert zum Vorjahr gewachsen oder geschrumpft ist. Wachstum bedeutet, dass die Menschen im Land mehr Wohlstand bekommen. Ob die Wirtschaft wachsen kann, das hängt von der Wirtschaftspolitik des Landes ab. Wenn die türkische Zentralbank die Zinsen senkt, dann können Türken mehr investieren und damit auch mehr Gewinne aus Handel erzielen. Denn dann ist auch mehr Geld im Umlauf. Die Aufgabe der Zentralbank ist es dann, den Gewinn eines Landes höher zu bekommen als die Inflation, welche durch zahlreiche und gleichzeitig laufende Handelsbeziehungen entstehen kann. Dieses türkische Wirtschaftsmodell hat im 4. Quartal des 2022 ein Wachstum von 3,5% zum Vorjahr hervorgebracht. Zum Vorquartal konnte die Wirtschaft der Türkei um 0,9% wachsen. Damit konnte die Türkei insgesamt ein Jahreswachstum von 5,6% gegenüber dem Vorjahr verzeichnen und hat damit die hohe Inflation im Jahr 2022 wieder wettmachen können. Ein Teil der in der Türkei produzierten Produkte wurden exportiert und daraus resultierte in der Türkei ein Exportgewinn im Wert von 254 Milliarden Dollar, was der höchste Betrag ist, seit es die Türkei gibt. Zum Vorjahr wurden damit 12,9% mehr Waren und Dienstleistungen an 162 Länder verkauft. Allerdings, wo mehr produziert wird, braucht es auch mehr Energie für Strom. Deshalb musste die Türkei teure Energie vom Ausland importieren und bezahlte dafür 100 Milliarden Dollar. Damit verzeichnete die Türkei letztes Jahr mit einem Import von 364 Milliarden Dollar eine negative Handelsbilanz. In der Türkei laufen seit Jahren Projekte, welche die Energieimporte reduzieren sollen. Dieses Jahr werden einige dieser Projekte beendet und das Handelsbilanzdefizit wird massiv abgebaut werden können. Mit der Wirtschaftsleistung der letzten Jahre konnte die Türkei sich von Rang 55 im Jahre 2001 auf den Rang 12 im Jahr 2022 hocharbeiten und gehört zu den größten Wirtschaftsnationen der Welt. Mit der aktuellen Wirtschaftspolitik konnte die Nationalbank der Türkei große Gewinne einfahren und hat ihre Goldreserven auf ein Rekordhoch aufgestockt. Noch nie hatte die Türkei eine Reserve von 816 Tonnen Gold. Zusammen mit den Devisenreserven konnte die Türkei ihre Gesamtreserven auf über 127 Milliarden Dollar erhöhen. Auch das ist im Vergleich zum Jahr 2001 eine sehr hohe Steigerung. Reserven dienen einer Nationalbank dazu, die Währungsbewegungen zur eigenen Währung zu stabilisieren. Da die Türkei sehr viel Handel und große Wirtschaftsprojekte am Laufen hat, ist es für die türkische Nationalbank eine große Herausforderung, die Lira zu stabilisieren. Dank dem türkischen Wirtschaftsmodell ist es der Türkei gelungen, sich wirtschaftlich sehr gut aufzustellen. Mit dieser Wirtschaftspolitik verfolgt die türkische Nationalbank die Interessen des türkischen Volkes und handelt zurückhaltend mit Zinserhöhungen, welche zwar die Inflation senken würde, aber auch den türkischen Wirtschaftsboom beenden würde. Dennoch hat sich die Nationalbank zum Ziel gesetzt, die Inflation auf eine einstellige Zahl zu bringen. Die Türkei konnte mit ihrer Wirtschaftspolitik den Wohlstand im Land erneut stark verbessern, was auch mit 100% mehr Lohn geschehen ist, während die Inflation im Jahr 2022 bei 64% lag. Türkische Firmen haben eine Wertsteigerung von bis zu 150% erlebt. Die türkische Börse, der BIST 100, hat weltweit am meisten zugelegt, was aufzeigt, wie gut es der türkischen Wirtschaft wirklich geht.